Ja, 11 Tage vorm Umzug fängt es natürlich an zu schneien, sodass man hier eigentlich jeden Tag räumen müsste. Dann warte mal eine Sekunde. Hey. Also Freunde, ganz großes Kino, das war das erste Mal Schneeschippen in unserem Haus. Wir gucken jetzt mal im Hinterhaus, ob die Heizung an ist, weil zusammen mit dem Schnee sind auch Minusgrade von ungefähr -6 bis -9 Grad dazu gekommen. Und jetzt wäre es wirklich wichtig, dass die Heizung im Hinterhaus funktioniert. Gucken wir mal. Ist es warm? Ist es nicht warm? Es ist nicht warm. Das ist schlecht. Nach kurzer Eingewöhnung werden Sie über die nötige Erfahrung verfügen, um die jeweils richtige Einstellung zu finden. Also, nachdem wir die Anleitung studiert haben, ich fürchte, der Elektriker muss nochmal kommen und dann nochmal drüber. Ne? Aber nicht nur im Hinterhaus brauchte ich professionelle Hilfe. Wir haben ein Problem. In meinem Kopf schien das alles so logisch. 5 Tage für das Tapeten runterreißen und 5 Tage, um die Tapeten wieder anzubringen. Ja? Aber nach 3 Tagen haben wir gerade mal die Hälfte des Wohnzimmers geschafft. Deswegen werden wir uns jetzt doch nochmal um einen Maler bemühen, denn das Umzugsunternehmen kommt in 11 Tagen und in 11 Tagen muss hier alles fertig sein. Also haben wir am Ende doch einen Maler engagieren müssen. Das Budget war gesprengt, klar, aber durch das Abkratzen der Tapete mussten wir wenigstens nicht so tief in die Tasche greifen. Das Material hatten wir ja auch schon selber besorgt. Und wenigstens hatten wir Glück und der Maler hatte auch sofort Zeit, sodass der Super-GAU abgewendet werden konnte. Während der Maler uns aus der Klemme half, strich ich noch ein paar verspachtelte Stellen an der Decke weiß. Wenigstens ein kleiner Beitrag. Ich weiß übrigens, es sieht auf der Kamera aus, als hätte ich nichts erreicht, aber trocken sehen die Stellen viel unauffälliger aus. Versprochen. 3 Tage vor Umzug war der Maler mit dem Haupthaus durch und wir bestaunten die Arbeit eines echten Profis. Ehrlich gesagt fühlte ich mich ein bisschen gekränkt von der Geschwindigkeit und Qualität der Ausführung. Ein unsinniger Gedanke, aber ich hatte ihn. Und hier kommen wir jetzt quasi zum Highlight des Hauses. Und zwar hatte sich die Tuyet auch eine Fließtapete ausgesucht, die sie unbedingt in dieses Haus einbringen wollte. Und dann der Tim hat gesagt, aber bist du dir sicher, das wäre sehr, sehr viel sein? Und ich war, sollen wir das machen oder vielleicht nicht? Aber dann haben wir beschlossen, dass vielleicht das wirklich der Highlight für unser Haupthaus. Nachdem ich das gesehen habe, bin ich mir sicher, das ist wirklich ein Spot, bei dem die Leute wirklich hier einfach bleiben und einfach fragen, warum. Damit war alles vorbereitet. Ich schloss die Tür und das nächste Mal würden wir das Haus wieder zusammen mit dem Umzugsunternehmen betreten. Das ist ein ganz komisches Gefühl, dass wir gerade waren, die Wände noch nackt, der Boden war unfassbar dreckig, dann war irgendwie frische Tapete dran, alles roch nach Kleister und Farbe und schon in 3 Tagen würde diese Baustelle zu unserem Zuhause werden. Das Bett würde im Schlafzimmer oben stehen und wir würden die erste Nacht dort verbringen. Meine Blätterwand, die das Regal die letzten Jahre verziert hatte, konnte ich leider nicht mehr entwirren und musste die Pflanzen stutzen. Das Gingerbread House Das Lebkuchenhaus. da? Ja, 2 Jahre, oder? das ist schon 2 Jahre alt. Genau, das ist mein The Conjuring Lebkuchenhaus. Eine Erinnerung, die wir nicht mitnehmen würden.
Als ich hier eingezogen bin vor 7 Jahren, hatte ich exakt 2 Verlängerungskabel und ich kann mit Stolz berichten, inzwischen nenne ich ...10 Stück mein eigen. Wir haben gestern eigentlich ganz guten Fortschritt gemacht. Das Problem ist, heute kommt natürlich die harte Arbeit, die haben wir vor uns hingeschoben. Diese ganzen kleinen Schubladen voller Krimskrams, die Ablagen, wo gelegentlich Dinge landen, also temporär landen sollen, unsere Abstellkammer und auf dem Balkon muss auch Klarschiff gemacht werden. Also, Transporter ist voll, Katzen, Lebensmittel, Pflanzen. Mega geil, der Kusch hat wieder kräftig mit angepackt. Na du, kann man den sehen? Na freilich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Biester. Guten Morgen, es ist 7:45 Uhr. Ich habe noch ein letztes Mal geduscht. Natürlich dabei eine Wiesensauerei veranstaltet hier in unserem leeren und duschvorhangfreien vor einem Badezimmer. Aber hey, das war ein letztes Mal duschen in der Heinstraße. Guten Morgen! Rise and shine! Ein letztes Mal duschen in der Heinstraße. Brauche keine Dusche. Dann entschuldige die Störung. Hier ist jetzt unser ganzes Zeug, das wir mitnehmen. Also unser ganzer Haushalt quasi herunterkristallisiert in die paar Kartons und Tüten. Und das ist das alles, was wir nicht mitnehmen. Der Typ. Hey, da sind sie, da sind sie, da sind sie, da sind sie. Jetzt geht's los. Ah, ja. Jo. Guten Morgen. Jetzt geht's los. Hey. Yeah! Also, ruckzuck und das ganze Ding ist leer. Hier haben wir vorhin noch geschlafen. Hier wollten wir nicht aus dem Bett raus oder haben uns gewünscht, dass das Bett als erstes aufgebaut wird im Haus. Jetzt ist alles weg. 7 Jahre habe ich mir hier was aufgebaut und innerhalb von 2 Stunden ist das Ganze im LKW verschwunden. Ja. Unglaublich. Tja, dann ab. So, Stunde später bin ich schon da und die Umzugshelfer waren auch da. Ich bitte Sie also herein in unser bescheidenes Heim. So. Hängen wir mal die Jacke auf und dann ist hier, ja, fertig. Okay, nicht ganz. Hier haben wir allen möglichen zufälligen Kram, Chaos in der Küche. Also hier steht jetzt die Waschmaschine und da hinten das Regal. Einmal tue jetzt Arbeitszimmer, das Kallax-Regal. Gibt es da hinten so eine versteckte geheime Ecke. Schlafzimmer. Bett steht oben in den Schränken ganz selten. Häufig, ne? Und oben Ja, weniger häufig. ja. Salz ist besonders häufig. Selten. Schwere Lebensmittel. Nochmal Kreuzkümmel. Nein, das kannst du doch so nicht abliefern. Besteck. Diverse Gläser. Lebensmittel. Aber kein Toaster. Ich flipp aus.
Unsere erste Mahlzeit im neuen Haus. Wir probieren auch gleich die lokale Küche aus. Das ist nämlich ein Asiate, der hier 200 Meter von uns ist, bei dem wir bei Lieferando bestellt haben. Ja. Gestern sind wir erfolgreich in das neue Haus eingezogen. Es gibt richtig viel auszupacken, deswegen machen wir das heute gar nicht. Weil wir hier uns immer im Erdgeschoss aufhalten, also Küche ist im Erdgeschoss, Supermarkt ist im Erdgeschoss, habe ich uns etwas vorbereitet, mit dem wir Einkaufen unvergleichlich effizient machen können. Auffalten. Aha. Wow, sehr groß, wirklich. Jo. Wow. Hier noch zum Boden. Maximalbelastung. Steht hier nicht. Macht nichts. Dann können wir ja alles reintun, was wir wollen. McDonald's Schirm, Limited Edition. Und dann gehen wir jetzt einkaufen. Hey! Oh! Hey! Amen. Zoom. Das lässt sich nicht mehr so gut lenken. Also Frau Tann, ich möchte dich mal fragen. Hast du in deinem Leben schon mal so bequem eingekauft? Nee, nicht wirklich. Exakt. Das ist der Vorteil hier am Haus. Alles ist ebenerdig und wir können einfach einkaufen fahren. Die Lampen aus der alten Wohnung. Wir installieren die erste Lampe und es ist gleich auch noch die schlimmste Lampe. Also ich habe die so gehasst in unserem alten Haus. Press. Das Ding hat... so praktisch. Guck, zack, zack und schon ist die Lampe ab. Ist das so gerade? Schaut gut aus, ne? Aber hat natürlich wenig Spiel. Also da müssten meine Messungen schon präzise sein. Vielleicht kann man doch noch ein bisschen größer bohren. Es ist scheiße. Okay, jetzt geht er rein. So, das Loch ist natürlich viel zu groß. Okay, weiter geht's nicht. Das Blau ist da, ne? Und genau, so wie wir letzten Endes die Schraube reinbekommen haben, ist das Blau nirgendwo zu sehen, wenn man durch das Loch guckt. Und das ist das Problem bei dieser Lampe, dass das so perfekt aufeinander abgestimmt sein muss. Das ist ganz schön anstrengend. Scheiße. Easy. So, und würde ich auch noch nicht so festmachen. Hat natürlich mit unserer Zeichnung nichts mehr zu tun, aber jetzt haue ich einmal rein. Noch einmal. So. So. Bohre das auf. Ja, der Dübel sitzt ganz schön locker drin, ne? Beunruhigend. Wir können es mal mit einem größeren probieren. Scheiße, der passt ja auch so locker. Ja, das hält nicht, da war der Dübel zu klein. Oh. Wie soll das klappen, Tim? Ja, ja, ich weiß. Ja, dann ist es halt ein bisschen schief am Ende, weißt du? Das ist ja aber auch der, weißt du, was hier im Haus ist denn auch gerade, ne? Da muss man sich auch nicht für schämen. Ja, so ungefähr, weißt du? Schiebe das Kabel hinein und lass los.
Geil, das war Nummer 1. So, jetzt ist es. So. Gott sei Dank. Warte. Oh, scheiße, jetzt ist hier wieder alles durcheinander. Oh, meine Arme tun weh. Alter, okay, das ist das Problem. Hier, das Ding kann mal da sein und mal da sein. Das ist das Problem. Ich muss neue Löcher bauen. Reicht aber auch Gipskartondübel, weil die sind sehr groß. Mal gucken, oder ist es auch für Gipskartondübel zu spät? Nee, noch nicht ganz. Es ist noch nicht zu spät für den Gipskartondübel, aber für den. Ich würde jetzt vielleicht einfach Papier reinstopfen auf der anderen Seite. Oh, Kacke. Das geht so leicht rein. Hey, ich glaube, wir sind an was dran. Ja. Aber das ist fest. Ja, das könnte sogar halten, weißt du? Okay. Nein! Nein, der Abstand ist immer noch nicht groß genug. Und das da sitzt nicht fest genug. Mann! Nee, es rastet nicht ein, Alter. Oh Mann, ich flipp aus. So Freunde, ich zeige euch jetzt mal, wie man so eine Lampe frustfrei in kürzester Zeit anbringt. Und um euch zu beweisen, wie schnell das Ganze tatsächlich geht, stelle ich mir jetzt einen Timer auf nur 5 Minuten. Und in diesen 5 Minuten schaffe ich das easy. Legen wir hier hin. So. Als allererstes müssen wir natürlich anzeichnen, wo wir die Lampe später anbringen wollen. Ja? Und zwar machen wir das ein bisschen neben dem Kabel, damit die Anbringung später frustfrei geschehen kann. So, ich würde sagen, ungefähr in der Ausrichtung haben wir dann hier Loch 1. Oder? Jetzt malt das nicht. Ah, komm schon. Da ist ja auch zu. Dann haben wir in der Ausrichtung ungefähr Loch 1. Loch 2 und die anderen 2 brauchst du gar nicht anmalen, weil die entscheiden sich ja eh mit dieser Vorgabe danach, wo du Loch 1 und Loch 2 gebohrt hast. So, jetzt natürlich ein bisschen unvorbereitet, dass ich hier, nee, den brauche ich ja sogar, nee, war doch vorbereitet. Einen hier, so, einfach schön easy in die Decke. Scheiße, ich hoffe, das hält. Und dann haue ich den auch in die Decke. Alter, die Decke ist so scheiße, da hält nichts. Da hält nichts. Das ist wirklich scheiße. Da hält gar nichts. Aber die zweite Schraube ist meine Hoffnung. Vielleicht kann ich mit der was bewirken. Alter, das ist völlig... Ey, das ist so ein Scheißdreck hier. Das geht gar nicht. Ich dachte erstmal, ich habe mit den falschen Dübeln gearbeitet. Scheiter ich komplett an dem Scheißteil. Das geht da überhaupt nicht rein. Das fällt alles auseinander. Was soll ich denn machen? Das geht nicht. Es fällt alles auseinander. Ja, hier lustiger Timer. 45 Sekunden hätte ich noch gehabt. Es ist halt, es geht, du siehst ja, was passiert. So, Kamera können wir ausmachen. Ich muss da noch mal drüber nachdenken.